In dem Moment, wenn man verstanden hat, dass das ganze System, wie wir ganz am Anfang kurz gesprochen haben, das System darauf ausgelegt ist, zu Trennung zu erschaffen, auch in der New Age-Szene, auch in der spirituellen Szene, ist ganz oft etwas ausgelegt, Trennung zu erschaffen. Trennung in sich, Trennung von Lebensmitteln, Nahrungsmitteln, Kleidung, Gruppen, Gruppierungen und. In dem Moment, wo Trennung existiert, bin ich nicht in Einheit mit mir. Ich kann nicht in Einheit mit mir sein, wenn ich in der Trennung bin. Zum Beispiel auch dieser Trend, nichts mehr zu essen, Prana zu leben, und dann die materielle Welt zu verurteilen oder andere Menschen, die einen anderen Lebensstil haben, zu verurteilen. Oder zu sagen, ich nehme diese Nahrung nicht zu mir, obwohl der Körper es braucht. In dem Moment finde ich, es kann sein, dass die Seele die Erfahrung machen möchte, dass eine Seele das haben will, diese Trennung, um zu erfahren, dass sie es nicht möchte oder wie es sich anfühlt und es nicht möchte. Ähm, Letzten Endes erschafft sich die materielle Welt aus der spirituellen Welt. Und es ist nicht andersherum. Die spirituelle Welt erschafft sich nicht aus der materiellen Welt, sondern spirituelle Welt, die Seele, die Energie ist zuerst da und die materielle Welt erfährt sich durch das Ego. Das Ego kann alles Mögliche erschaffen, jede Illusion, jede Geschichte. Das Ego, der menschliche Verstand, ist ein großer Geschichtenerzähler. Ähm, Er macht, dass wir die Welt erfahren, wie wir sie erfahren. Er malt unsere Welt in der Farbe, in der sie gemalt wird, in einer gewissen Art und Weise. Aber gefährlich wird es in dem Moment, wenn das Ego beginnt, die materielle Welt zu verurteilen wegen irgendwelchen Konzepten. Weil dann beginnt Trennung und Separation und wo Separation ist, wird der Mensch und die menschliche Erfahrung schwach. Und in dem Moment auch verletzlich und angreifbar. Und das ist das, was teilweise das System ja auch möchte hier auf der Erde, dass die Menschen schwach sind, verletzlich sind und offen sind für Manipulation dadurch. Letzten Endes finde ich, alles, was integriert, dazu gehört Liebe, Harmonie, Entspannung, Mitgefühl, Achtsamkeit sich selbst und dem Leben gegenüber. Und besonders das Praktizieren von Selbstliebe. Und wenn man sich fragt, handelt jemand, der sich selbst liebt, so? Und die Antwort ist nein, dann würde ich diesen Weg nicht gehen. Handelt jemand, der sich wahrhaftig selbst liebt, so, dass er sich so stark verurteilt, die materielle Welt so stark verurteilt, dass er im Wald schläft? Handelt ein Mensch, der sich selbst liebt, so? Und wenn die Antwort ist ja, dann geh deinen Weg. Wenn die Antwort ist nein, dann ist das vielleicht nicht gut, ihn zu lange zu gehen. Ähm, Vielleicht hilft diese Frage immer wieder zu stellen, handelt jemand, der sich selbst liebt, so? Und wenn die Antwort ist ja, dann geh den Weg. Und wenn die Antwort ist nein, dann geh ihn, aber nicht zu lange. Und das ist auch Integration letzten Endes. Sich zu erlauben, etwas zu tun, aber immer in Selbstliebe. Dankeschön. Was mir auffällt auch, dass die Menschen immer wieder beginnen, wirklich sich jetzt in diese Trennung gehen, also gruppenweise und separieren sich. Aber Ja. was ich auf andere Seite sehe, wie sehr die Menschen neigen dazu, wieder zusammenzukommen. Wie siehst du das Beispiel? Wieso sind wir so unterschiedlich, so einzigartig, aber trotzdem wir sind doch eins. Auf energetischer Ebene, wir sind eins. Auf individuelle, persönliche Materie, wir sind unterschiedlich. Wieso ist das so vorkommt? Weil das schon immer so war. Also wir als die Seelen möchten uns im breitesten Spektrum erfahren, wie es nur geht. Das, was du gesagt hast mit dieser Trennung und Separation und der Gruppenbildung, das ist das, was das Kabal will. Das ist Teil der New World Order. Das ist genau das, was die negative Elite, das Kabal, die dunkle, der Deep State, das ist das, was sie wollen. Und New Age ist Teil der New World Order. Und deswegen bin ich auch so wenig New Age
wie man sich nur vorstellen kann oder ich versuche immer wieder die Leute zu aktivieren, wirklich alles zu prüfen. Und die neue Weltordnung kann nur funktionieren, wenn das Kollektiv fragmentiert ist. Je weniger Kommunikation zwischen dem Kollektiv stattfindet, je mehr Trennung stattfindet, umso schwächer ist das Menschenkollektiv. Und auch die Energie, weil Separierung, Trennung, Widerstand macht schwach. Und das ist das, was die Leute, die die neue Weltordnung haben wollen, wollen. Und sie machen das auch auf hochgradig manipulative Art und Weise, auch in der New Age Welt. Und das, was ich hier sehe, was du sagst, ist ein trauriges Beispiel des Erfolges der neuen Weltordnung. Dort, wo die Menschen sich separieren und gruppieren und gegen andere Gruppen gehen, hat die neue Weltordnung gewonnen. Und das ist das, was für mich sehr schmerzhaft ist zu sehen, aber gleichzeitig muss ich es auch akzeptieren, dass es Seelen gibt, die diesen Weg gehen wollen. Und das ist Teil von Liebe, bedingungsloser Liebe, dass ich erlaube, dass jemand diesen Weg geht. Und das ist okay, weil letzten Endes ist es nur der Mensch, der diese Separation macht. Aber die Seele selbst ist immer noch verbunden mit allem. Und ich finde, das ist das, wo ich sage, wo Liebe wirklich bedingungslos wird, wenn du erlaubst, jemanden den größten Fehler seines Lebens zu machen. Und das ist wahrhafte Integrität aus meiner Perspektive. Und ich lade euch ein, einfach zu fühlen. Für mich bedeutet es, wahrhaftig zu lieben, jemanden den größten Fehler seines Lebens machen zu lassen. Und wenn es bedeutet, dass sich die Wege trennen oder man keinen gemeinsamen Weg geht über viele Inkarnationen hinweg, ist das für mich ein Zeichen von bedingungsloser Liebe, wenn ich das erlaube, ohne zu verurteilen oder zu urteilen. Und das ist vielleicht auch das für die Leute, die sich nicht separieren, eine große Chance, genau das zu machen und zu sagen, okay, diese Gruppe lebt die Separation, weil sie die neue Weltordnung erfahren möchte. Aber ich erlaube ihnen das, während ich das Gegenteil tue, während ich offen bin und mich nicht separiere. Während sie ihr Herz verschließen, öffne ich mein Herz noch mehr. Und so sehe ich auch in solchen Strukturen eine große Chance für Wachstum. Man muss nur manchmal zweimal hingucken oder dreimal hingucken und um die Ecke schauen, um Wachstum für sich zu finden in so einem Extrem. Danke dir. Das ist sehr schön, dass du genau das tust und dein Herz öffnest, weil ich beobachte auch, dass es gibt uns nichts anderes übrig, als Menschen wirklich tatsächlich lassen, ihre Erfahrungen zu so machen und auch wenn die schwer krank, auch lassen das sein und die Menschen, welche komplex sich öffnen, auch zu sich noch mehr dazu zu inspirieren zu kommen und dann natürlich gehen. Jeder geht seinen eigenen Weg. Aber ich wollte Abschluss zu unserem Aufnahmevideo geben. Du hast auch das betont, dass schließlich die Seele ist trotzdem eins. Mensch macht individuelle Erfahrungen, aber wir sind eins. Und das sollen die Menschen merken, weil Hintergrund, wir sind trotzdem eins und gibt es da keine Separierung. Ich denke, das ist eine Illusion auch für uns, dass Separierung gibt. Das ist auf physischer Ebene, ja, scheint das, aber im Wahrhaft gibt es das nicht. Das ist so wie Spielchen, Ja, ja, Kindergartenspielchen. ja, Das ist nicht. ja, ist gut. Ich danke dir vom ganzen Herzen für dieses Video.